Willkommen zu einer neuen Folge Rauschkultur-Podcast. Heute widme ich mich 2CEF, einer relativ neuen und noch ziemlich unbekannten 2C-Substanz, die als Psychedelikum wirkt, also vergleichbar mit 2CB, über das ich schon mal ein Video gemacht habe. Das ist in der Beschreibung verlinkt oder rechts oben bei diesem i. Und im Vergleich zu 2CB ist 2CEF noch deutlich unbekannter und ist nur einem kleinen Kreis bekannt, der sich sehr für Psychedelika interessiert und für neuartige psychotrope oder psychoaktive Stoffe. In diesem Video werde ich auf viele verschiedene Aspekte dieser Substanz eingehen, teilweise Aspekte, die sich auf den Konsum beziehen, aber auch die Geschichte, die Wirkung, die Analoga, die es gibt und einiges mehr. Ich hoffe, hier ist viel dabei, was ihr noch nicht kanntet. Beginnen wir mit der Geschichte. Erstmals erwähnt wurde 2CEF vom legendären Chemiker und Autoren Sascha Schalgen in seinem Buch Pikal, was für Phenethylamines I Have Known and Loved steht. In diesem Buch sind auch zum Beispiel 2CB, 2CE, 2CI und so weiter veröffentlicht. Schalgen veröffentlichte dort eben die Synthese und auch seine Erfahrungen und die Erfahrung seiner Research Group mit dem Konsum dieser Substanzen. Ist also eines der wichtigsten Werke in diesem Bereich. 2CF wurde von Schalgen nie getestet, nie synthetisiert. Allerdings synthetisierte er DOEF, das ist die Amphetamin-Variante von 2CEF. 2CEF ist ein Phenethylamin und DOEF hat statt der Phenethylamin-Grundstruktur eine Amphetamin-Grundstruktur. Das EF steht für Fluoroethyl oder Ethylfluoro, hat also ein Fluoratom und eine Ethylgruppe an der 4. Position des Benzolrings. Der Name der Substanz ist also 4,2-Fluoroethyl, 2,5-Dimethoxyphenethylamin. Zum Vergleich, 2CB ist 4-Bromo, 2,5-Dimethoxyphenethylamin und der bekannteste Bruder sozusagen ist 3,4,5-Trimethoxyphenethylamin. Das ist nämlich das Mescalin, was sich in Peyote-Kakteen zum Beispiel befindet. In Pikal erwähnt Schalgen seine Gründe dafür, DOF zu synthetisieren. Es ist nämlich ausgehend von DOET, da ist eben nur eine Ethylgruppe an der 4. Position ohne das Fluor und er wollte eine Fluoroethylgruppe daraus machen, denn man kann ein radioaktives Fluoratom statt des normalen Fluoratoms anheften und dann kann der Metabolismus, also der Weg im Körper dieser Substanz, durch die Strahlung des radioaktiven Fluoratoms nachvollzogen werden in einem Kernspintomographen. Die Hoffnung war also, dass man einfach ein radioaktives Fluoratom einfügt und dann ganz genau untersuchen kann, wie dieses Psychedelikum wirkt, in welche Areale des Gehirns es geht oder in welche Areale des Körpers und so weiter. Schalgen hat auch schon diese Art der Forschung betrieben, indem er selbst ein radioaktives Psychedelikum eingenommen hat, natürlich in kleinen Mengen, die eben nicht schädlich sind, und das Ganze dann untersucht hat. Das ist definitiv eine sehr interessante Variante, mehr über den Metabolismus und die Pharmakologie einer Substanz herauszufinden. DOF wirkt etwa 12 bis 16 Stunden lang bei einer Dosis von 2 bis 3,5 Milligramm. So ist das in Pikal beschrieben. Und es gibt dort 3 Erfahrungsberichte. Laut denen ist DOEF sehr aphrodisierend, humorvoll und hat keine starken körperlichen Nebenwirkungen. Es soll vergleichbar zu DOI wirken, also ein Jodatom an der 4. Position statt der Fluoroethylgruppe. Und in den Zusatzkommentaren zu DOEF erwähnt Schalgen eben auch 2CEF. Das ist ja sehr nah dran, einfach nur eine Phenethylaminstruktur statt der Amphetaminstruktur. Und er hat dort die These, dass es ein sehr gutes Psychedelikum sein wird und er vermutet die wirksame Dosis zwischen 20 und 30 Milligramm. Das war nur eine Schätzung, die sich als etwas zu hoch herausstellte. Es ist tatsächlich etwa doppelt so stark, wie Schalgen dachte. Im Pikal gibt es außerdem noch ein paar vergleichbare Stoffe, zum Beispiel 2CT21.
aka 4,2-Fluoroethyl-Thio, 2,5-Dimethoxyphenethylamin. Dort ist ein Sulfoatom an der Fluoroethylgruppe. Und auch 2-CT21 wurde von Schalgen sehr positiv bewertet, wirkt 7 bis 10 Stunden bei 8 bis 12 Milligramm, ist also tatsächlich ziemlich nah an 2-CEF von der Wirkzeit und der Potenz. Diese 2-CT-Substanzen sind generell chemisch und pharmakologisch sehr interessante Stoffe. Es gibt ein paar Todesfälle, die mit manchen der 2-CTs dokumentiert sind. Und chemisch gesehen bedeutet dieses Thio, also Thio, was einfach heißt, dass ein Schwefelatom, also ein S, irgendwo statt eines Sauerstoffatoms in der Gruppe vorliegt. Außerdem gibt es 2CF, auch in Piccal veröffentlicht. Das hat also nur das Fluoroatom ohne diese Ethylgruppe. Und das ist sehr, sehr unpotent und nicht wirklich als Psychedelikum geeignet. Laut Schalgen tritt die Wirkung erst ab 250 Milligramm ein, weswegen 2CF auch niemals auf dem Schwarz- oder Graumarkt erscheinen wird. Die nächste Erwähnung von 2CEF war dann 2011 im Schalgen-Index Volume 1. Dort wurde es einfach nur aufgelistet mit der Strukturformel und dem Namen. Es gibt aber keine Berichte darüber. Dieser Schalgen-Index ist also nur eine Liste an verschiedenen Psychedelika oder potenziellen Psychedelika. 2 Jahre später wurde es dann in Daniel Traxels, Lehmanns und Enzensbergers Buch Phenethylamine von der Struktur zur Funktion erwähnt. Auch hier allerdings nur aufgelistet, ohne Erfahrungsberichte, ohne Infos zur Potenz oder zu irgendwas anderem, ohne pharmakologische Daten auch. Daniel Traxels Buch Phenethylamine ist generell ein großer Klassiker und inzwischen auch ein Standardwerk, das, soweit ich weiß, nur auf Deutsch rauskam, aber sehr, sehr viel Wissen zu psychoaktiven Phenethylaminen enthält. Die wahrscheinlich ersten Fälle, in denen 2CEF konsumiert wurden, sind online dokumentiert. 2010 haben nämlich auf Blue Light 2 User jeweils einen Trip-Bericht veröffentlicht dazu. Und einer dieser Trip-Berichte war vom legendären Blue Light-User Fast and Balbius, der 2010 vermutlich an eine private Synthese kam. Also es war nicht auf dem Markt zu dem Zeitpunkt. Es ist ein Chemiker, dieser User, und kam wahrscheinlich so dran und hat das für sich selbst und für ein paar enge Freunde einmal getestet. Und für Fast and Bulbius war 2CEF einer der besten 2Cs, die er je einnahm. Es ist außerdem eben deutlich potenter, als Schalgen vermutete, und da zeigte sich, dass die Dosis etwa 10 bis 15 Milligramm für einen starken oder normalen Trip ist. Dann war erstmal 3 Jahre komplette Funkstelle. 2013 wurde dann der Blue Light Sammelthread eröffnet. Das ist bei Blue Light meist so, wenn eine neue Substanz kommt, dann gibt es den Big and Dandy oder Small and Handy Sammelthread, wo Leute einfach darüber reden, ihre Erfahrungen teilen, teilweise auch generell über die Chemie oder die Pharmakologie sprechen. Und zunächst warteten wirklich alle darauf, dass es irgendwie auf den Markt kam. Niemand hatte Zugriff dazu. Und durch diesen sehr positiven Bericht von Fast and Balbius war das Ganze schon etwas gehypt. In diesem Thread wurden dann auch Bedenken bezüglich Fluoroacetat geäußert, das sehr, sehr giftig ist. Fluoroacetat ist wohl ein Metabolit von 2-CT21. Allerdings haben dort die sich mit Pharmakologie und Chemie auskennenden User diese Bedenken zerstreut, denn die Ethylfluorogruppe sollte sich nicht so trennen, wie das bei 2-CT21 der Fall ist. Also es wird höchstwahrscheinlich kein Fluoroacetat im Körper entstehen. 2018 kamen dann endlich erste Berichte, ganze 5 Jahre nachdem der Sammelthread eröffnet wurde. Ein alter, ziemlich bekannter E-Mail-Verkäufer in den USA, soweit ich das nachvollziehen kann, verkaufte wohl einige 100 Milligramm Portionen. Und mehrere User testeten diese Substanz dann, so zwischen 3 und 14 Milligramm. Und die meisten waren sehr, sehr überzeugt davon, hielten es für ein extrem angenehmes, gutes Psychedelikum. Es gibt da einige Berichte. Es wurde dann auch ein erster Trip-Bericht veröffentlicht, auch auf Arrowhead. Und viele Leute waren wirklich erstaunt, wie gut es ist. Allerdings, irgendwann schickten ein paar der User ein Sample zu einem Drug-Checking-Service namens Ecstasy Data.
Und die Ergebnisse seht ihr hier in dem Video, denn es gab verschiedene Batches desselben Verkäufers und die enthielten allesamt kein 2CEF. Ein Batch enthielt zu 2 Teilen 2CT2, zu 1,5 Teilen 2CC und zu einem Teil 2CT7. Und ein anderer Batch war ausschließlich 2CT7, ein anderer war nur 2CE. Dieser Händler verkaufte also verschiedene 2Cs und Gemische als 2CEF. Derselbe Händler verkauft auch 2CB Fly und 2CIP zu einer Zeit, in der diese Substanzen sehr gefragt waren und eigentlich auch noch nicht wirklich auf dem Markt waren. Und auch die sind vermutlich alle fake. Also ein sehr unethischer Händler, der einfach irgendwas zusammengeschüttet hat und das dann verkauft hat. Viel zu teuer natürlich, um eben Geld von Leuten zu bekommen, die unbedingt diese seltenen Substanzen testen wollen. Man kann also eigentlich alle Erfahrungsberichte vor 2024 über 2CEF und auch über 2CIP ignorieren, denn es handelt sich höchstwahrscheinlich um andere Substanzen, bis auf diese ersten eben von Fast & Baubius. Interessant ist das Ganze dennoch, denn die Potenz war ja recht hoch, also Leute haben mit 10 Milligramm gute Effekte gehabt, obwohl diese 3 Substanzen, also 2CC, 2CT2 und 2CT7 eigentlich nicht so potent sein sollten. Also gibt es da scheinbar eine synergistische, sich verstärkende Wirkung bei diesem Stoffgemisch. Und Leute mochten das sehr gerne, also ist durchaus dennoch interessant, was dabei rauskam. Dann war also lange Funkstelle. Nachdem herausgekommen ist, dass das Fake ist, ist das Interesse erstmal abgestorben. Und 2024 erschien es dann ganz plötzlich in den Niederlanden und wurde von mehreren Usern dann auch gleich im Labor getestet. Zunächst war natürlich sehr viel Skepsis da, weil man ja schon mal betrogen wurde. Aber tatsächlich haben die Labore bestätigt, dass es echtes 2CEF ist. Diese niederländischen Händler verkauften es erst in 2 Milligramm Kapseln, um herauszufinden, was eine gute Dosis ist. Und ein paar Monate später kamen dann die 10 Milligramm Pillen und der Reinstoff auf den Markt. Gehen wir also über zur Dosis und der Wirkung. Generell wird 2CEF sehr gemocht von den meisten Usern. Ein Zitat ist warm, euphoric, clear-headed, emotional like 2CB, but deep, introspective, usually more similar to 2CE. Fast & Baubius, der den ersten Erfahrungsbericht dazu veröffentlichte, meinte, er hat noch nie so intensiv getanzt wie auf dieser Substanz. Ein anderes Zitat ist Dark Visuals like 2CE. Das sind sehr oft die Vergleichspunkte 2CB und 2CE. Es soll also etwas tiefer als 2CB sein, von den Visuals ähnlich wie 2CE und auch von der Tiefe ähnlich wie 2CE, aber dennoch leichter zu handeln und spaßiger als 2CE. Diese Dosisangaben, die ich jetzt hier teile, stammen alle von Erfahrungsberichten und von meiner Recherche, in denen ich diese Erfahrungsberichte zusammengefasst habe, sind also mit Vorsicht zu genießen natürlich und können je nach Person stark unterschiedlich sein. Generell wie bei allen Substanzen sollte man erst mit einer kleinen Dosis beginnen und dann schauen, wie das auf einen wirkt und sich langsam steigern. 2 bis 4 Milligramm ist so die Range für leichte Effekte, vielleicht 2 bis 5 Milligramm. Da wirkt es empathogen und eher ein bisschen subtiler, leicht verstärkte Farbwahrnehmung oder eine Verstärkung des Tastsinns, Euphorie, leichter Bodyload, milde visuelle Veränderungen. In dieser Dosis wird es manchmal für Raves oder ähnliches eingesetzt zum Tanzen als noch sozial verträglicher Bereich. 4 bis 10 Milligramm sind dann so leichte bis mittlere Effekte, die dann schon etwas stärker psychedelisch sein können, bei denen man vielleicht nicht unbedingt in einem sozialen oder in der Öffentlichkeit sein sollte, da man vielleicht schon gut trippt sozusagen. Und der Dosisbereich, den die meisten ausprobieren, ist dann so etwa 9 bis 15 Milligramm. Das sind mittlere bis starke Effekte. Hier kann es bereits sehr tief psychedelisch sein. Für die meisten Leute scheinen 10 bis 12 Milligramm so der Sweet Spot zu sein, mit dem besten und intensivsten Trip, aber dennoch noch nicht vielen Nebenwirkungen. Bei etwa 14 bis 20 Milligramm oder 15 bis 20 Milligramm treten dann sehr starke Effekte auf und oft auch ein starker Bodyload und andere Nebenwirkungen, Übelkeit, unangenehmes, aufgeladenes Gefühl und so weiter.
Ein User hat berichtet, dass ab etwa 20 Milligramm die Wirkung nicht mehr intensiver wird, sondern eigentlich nur noch die Nebenwirkungen und der Bodyload und die Wirkdauer länger wird. Dieser User testete sogar 30 und 40 Milligramm und meinte, das ist absolut sinnlos und wird eher schlechter mit höherer Dosis. So ab etwa 15 Milligramm kann es sehr gut sein, dass der Bodyload einfach so stark ist und das Hochkommen so unangenehm ist, dass es sich einfach gar nicht mehr lohnt und Leute es nicht mögen. Zur Dosis möchte ich noch dazu sagen, dass es eben sehr potent ist und dadurch schwierig abzuwiegen mit so einer normalen 30-Euro-Waage. Es ist also empfehlenswert, volumetrisch zu dosieren. Das bedeutet, man wiegt eine etwas größere Menge ab, sagen wir mal 50 Milligramm, und mischt das dann in etwa destilliertes Wasser. Man könnte also 10 Milliliter destilliertes Wasser mit 50 Milligramm 2-CEF mischen und dann mit einer Dosierspritze dosieren oder einer Pipette, die eine Milliliter-Skala hat. Dann weiß man also, dass 1 Milliliter 5 Milligramm enthalten und kann das so deutlich sicherer dosieren, als wenn man jetzt versucht, 10 Milligramm abzuwiegen, was mit diesen Wagen eigentlich fast unmöglich ist, korrekt zu machen. Das ist generell bei hochpotenten Substanzen immer der Weg, volumetrisch zu dosieren. Die Nebenwirkungen und Risiken, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe schon den Bodyload genannt. Einer der User berichtete, dass bei 10 Milligramm der Bodyload sehr mild ist und die Intensität der Wirkung vergleichbar ist mit 25 Milligramm 2-CB, das Hydrobromidsalz, wenn man genau sein möchte. Darüber ist dann aber eben das Hochkommen sehr unangenehm potenziell. Es kann einem übel werden, man kann unangenehme Gefühle dadurch haben, es kann Anxiety, also Angstzustände auslösen. Vielleicht kann etwas krampfen am Körper. Generell, also wie gesagt, eine geringere Dosis ist oft deutlich mehr und maximiert das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ansonsten ist 2-CEF sehr wenig erforscht. Es gibt eigentlich kaum pharmakologische oder keine pharmakologischen Studien, keine toxikologischen Untersuchungen, also weiß man nicht, inwieweit 2-CEF sicher ist. Es kann also immer unbekannte Nebenwirkungen geben. Es könnte sein, dass ab irgendeiner Dosis es potenziell tödlich sein kann. Ich würde also generell eher davon abraten, diese neuen Substanzen zu konsumieren, wenn man dieses Risiko nicht eingehen möchte. Ansonsten hat es dieselben Risiken und Nebenwirkungen wie Psychedelika auch. Es kann im schlimmsten Fall Psychosen auslösen oder latente Psychosen hervorholen. Es kann HPPD auslösen, also Hallucinogenic Post-Perception Disorder, dass visuelle Veränderungen nach Ende des Trips bleiben. Laut derzeitigem Wissensstand tritt das bei etwa 4 bis 4,5% aller Psychedelika-User auf. Es kann natürlich zu einem sehr unangenehmen sogenannten Horror- oder Bad Trip kommen, der dann theoretisch auch zu posttraumatischer Belastungsstörung führen kann, wenn er sehr schlimm ist. Man kann dumme Dinge tun, weswegen es immer schlau ist, einen Tripsitter dabei zu haben, der auf einen aufpasst, der nüchtern ist und erfahren ist mit Psychedelika. Körperlich, wie gesagt, habe ich schon Übelkeit genannt, unangenehmer Bodyload, vielleicht krampfartige Probleme. Der Blutdruck oder die Herzfrequenz können erhöht werden, die Temperaturwahrnehmung wird verändert, man wird vielleicht wärmer, schwitzt und so weiter. Leute mit Herzproblemen sollten da auf jeden Fall Abstand davon halten. Gerade Phenethylamine sind oft eher gut dabei, die Herzfrequenz zu erhöhen im Vergleich zu Tryptaminen oder LSD-artigen Substanzen. Und natürlich können Psychedelika auch einfach immer die Wahrnehmung aufs Leben und auf die Welt verändern. Oft tun sie das im positiven Sinne, manchmal auch im negativen Sinne. Es kann sowas wie Depersonalisation und Derealisation geben, bei denen man sich nicht real fühlt oder den Eindruck hat, die Welt ist nicht real. Manchmal kann sowas eben auch noch nach dem Trip anhalten. Es ist immer ein Risiko, eine psychoaktive Substanz zu konsumieren und man sollte genau abwägen, ob es einem das wert ist. Generell unter 20 würde ich jedem davon abraten, Psychedelika zu nehmen. Denn man sollte schon einigermaßen im Leben stehen, damit man das irgendwie gewinnbringend einsetzen kann. Einen anderen Effekt habe ich noch vergessen, eine positive Wirkung. Es kann oft auch aphrodisierend wirken, also die körperliche Wahrnehmung verstärken und die Verbindung verstärken beim Geschlechtsverkehr.
Ich möchte kurz einen Trip-Bericht von Reddit vorlesen. Der ist auf Englisch. Wenn ihr das Video seht, werde ich deutsche Übersetzungen im Video einfügen. Da könnt ihr also mitlesen. Der Bericht wurde auf r/researchchemicals veröffentlicht von dem User hotemployment9370. I took 17 milligrams of 2CEF at 10:15 a.m., though it was likely more since I discovered issues with my scale afterwards. The first effects began around 30 minutes in and intensified over the next hour. The body high was pleasant, somewhere between 2CB and LSD, though there was notable vasoconstriction. Das ist also eine andere Nebenwirkung, die auch auftreten kann und auch öfter mal auftritt, gerade in höheren Dosierungen, Vasokonstriktion, also Gefäßverengung, dass sich die Gliedmaßen kalt anfühlen und so weiter. I experienced mild difficulties urinating throughout the entire trip and had no intestinal discomfort until around 10 hours in, with only minor issues at that point. The cramps were less intense than with 2CB Fly or 2CE, but slightly more noticeable than with LSD, 2CB, MAL or 4-HO-MET. Toward the end, I also developed a headache, probably due to dehydration. In terms of euphoria, it wasn't as intense as LSD or 4-HO-MET, but was stronger than 2CB, 2CE or 2CB Fly. Mentally, the experience was similar to LSD, with a focus on introspection, though slightly less profound. There was no thought, acceleration or looping, making the experience mental easy but still engaging. It's one of the best mental states of any psychedelic I've tried. Only LSD surpasses it in depth, though LSD can be harsher. The visuals were stunning, with colors similar to 2CB, vibrant cyan, indigo and magenta. Fractal patterns were reminiscent of 4-HO-MET, but with the quality and integration of LSD. It's a unique visual profile. I'd say the visuals are on par with, if not better than, those of LSD. CEV's ghost-eyed visuals were very LSD-like, with even more vibrant, contrasting colors. Textured, snake-like forms merging and morphing infinitely. At one point I saw a vision of Biden as a texture on a 3D rectangle that split into triangular pieces drifting apart and disappearing. Something I haven't experienced with other psychedelics. The duration was very long, with visuals lasting until around 8 p.m, subtle mental effects until 11 p.m, and I couldn't sleep until 1 a.m. This is definitely longer lasting than LSD. Lastly, sex was not pleasurable, unlike with 2CB. Conclusion: overall, this was a very positive experience and an impressive fan. However, the vasoconstriction was significant and I would advise against exceeding 20 milligrams for safety. Ja, hier wird nochmal hervorgehoben, wie lange diese Wirkdauer ist. Es dauert auch oft recht lange, bis die Wirkung auf den Peak angekommen ist. Meist treten erste Effekte so ab 45 Minuten ein, bis zu einer Stunde, vielleicht sogar ein bisschen mehr, bei oraler Einnahme auf leeren Magen. Und dann entwickelt sich die Wirkung ganz langsam in Richtung Peak, der teilweise erst ungefähr 4 Stunden nach Einnahme auftreten kann. Dieser Peak bleibt dann in der Regel für etwa 4 bis 6 Stunden und dann geht es langsam runter. Insgesamt wird die Hauptwirkzeit oft so mit 7 bis 9 Stunden beschrieben. Und dann gibt es eben auch noch After Effects. Ich habe von einem Bericht gelesen, bei dem jemand noch am nächsten Morgen etwas gespürt hat, der eine ziemlich hohe Dosis eingenommen hat. Zu anderen Konsumformen als oral findet man derzeit nicht besonders viel. Bei den 2Cs ist es meist so, dass nasaler Konsum etwa doppelt so stark ist, ebenso wie rektaler Konsum auch doppelt so stark ist. Hier sollte man also sehr, sehr aufpassen und wirklich mit einer extrem geringen Dosis beginnen, da es da einfach noch nicht so viele Informationen dazu gibt. Ich möchte noch kurz was zum Mischkonsum sagen. Das ist immer eine potenzielle Gefahr und kann zu unerwarteten Nebenwirkungen führen oder die Wirkung extrem verstärken oder sogar körperlich sehr gefährlich werden oder auch psychisch sehr gefährlich werden. Es gibt ein paar Berichte zu Empathogenen plus 2CEF. Jemand bezeichnete 6-APB, das ist ein MDA-Analog, als guten Primer, also eine milde Dosis ein paar Stunden vor 2CEF-Einnahme, wodurch dann der Come-Up und der Bodyload milder und angenehmer war für den jeweiligen User. Die Dosis der beiden Stoffe muss dann aber deutlich reduziert werden.
und es kann sich gegenseitig sehr verstärken. Eventuell löst es leichter Psychosen aus, es kann überfordernd sein, es kann für Verwirrung und Kreislaufbelastung sorgen. Also das ist definitiv nichts für Anfänger und sollte nur von sehr erfahrenen Menschen getestet werden. Stimulantien damit zu kombinieren, ist generell keine gute Idee. Es kann sehr schnell psychotisch werden und Bad Trips sind schneller möglich. Generell von Stimulantien plus Psychedelika sollte Abstand genommen werden. Benzodiazepine können Angstgefühle reduzieren und den Trip aber auch abschwächen. Und es kann natürlich auch Hemmungen abbauen, wodurch man vielleicht schnell dumme Entscheidungen trifft. Ähnliches gilt auch für Alkohol. Auch das kann aber körperliche Symptome hervorrufen und die ganze Sache verwirrender machen und weniger klar. Auch davon ist abzuraten. Kurz möchte ich noch auf 3 nahe Analoga eingehen. Es gibt nämlich zum einen 2-CTFM, aka Trifluoromethyl. Das hat also an dieser 4. Position eine Methylgruppe und an der 3 Fluoroatome. Daniel Traxel hat das in Phenethylamine berichtet, dass es bei 3 bis 6 Milligramm 6 bis 10 Stunden wirkt. Es ist also nochmal deutlich potenter als 2-CEF. Angeblich war es mal kurz als Research Chemical auf dem Markt, laut Traxel vermutlich mit geringer Reinheit unter 50%. 2-CTFM ist nämlich eines der potentesten 2-Cs. Die wenigsten wirken schon bei 3 bis 6 Milligramm intensiv. Dann gibt es noch 2-CTFE, also Trifluoroethyl im Vergleich zu Trifluoromethyl. Auch das wurde von Traxel erwähnt. Mit 5 bis 15 Milligramm soll eine 12 bis 24 Stunden anhaltende Wirkung erzeugt werden. Dazu schreibt Traxel, die Wirkungen werden als komplex und nicht immer einfach beschrieben. In manchen Fällen wird von einer unangenehmen körperlichen Komponente berichtet. Bei höheren Dosierungen sind deutliche Visionen und Imagery vorhanden. Das ist, soweit ich weiß, bisher nie auf dem Markt erschienen. Und schließlich gibt es noch 2-CEF-Fly, genauso wie es bei 2-CB auch 2-CB-Fly gibt. Das bedeutet, das sind so 2 Dihydrofuranringe am Benzolring, die wie Flügel etwa aussehen. Und das wurde im Tierversuch untersucht und erzeugte den Head-Twitch-Response. Das bedeutet, dass Mäuse mit ihrem Kopf zucken, wenn sie ein Psychedelikum einnehmen, beziehungsweise einen Stoff, der an dem 5-HT2A-Rezeptor wirkt, dort wo Psychedelika üblicherweise wirken, spricht also dafür, dass es ebenfalls psychedelisch ist. Auf dem Markt erschienen ist das nie, genauso wenig wie 25-EF-NBOMe. Auch hier gibt es kaum Infos und auch hier in Tierversuchen der Head-Twitch-Response. Es wurde allerdings schnell entfluoriert in diesem Tierversuch, wodurch es also als 25-E-NBOMe Prodrug agierte. Zumindest war das in Schweinen so. Ob das auf den Menschen zutrifft, ist natürlich unbekannt. Wenn ihr euch für Analoga, für diese unbekannten Analoga interessiert, ich habe ein Video zu 2-CB-Analoga gemacht, in der Beschreibung verlinkt oder rechts oben bei diesem i. Schlussendlich bleibt mir noch zu sagen, dass 2-CEF in kurzer Zeit verboten wird. Am 1. Juli 2025 tritt in Holland, in den Niederlanden, ein neues Stoffgruppenverbot in Kraft, welches alle Phenethylamine verbietet und damit auch 2-CEF. Es gibt also wirklich nur diese kurze Phase seit 2024 bis jetzt, also ungefähr ein Jahr, in dem es legal erhältlich ist und in dem ein paar Leute es testen und generell sehr schätzen, dann wird es wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr erhältlich sein. 2-CB hat es auf den Schwarzmarkt geschafft. Ob es diese anderen 2-Cs auch mal schaffen werden, ist schon sehr fraglich. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit 2-CEF oder mit anderen 2-Cs in die Kommentare. Ich lese das super gerne und hinterlasst ein Like und so und abonniert den Kanal. Das würde helfen, diesen Podcast etwas zu verbreiten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr könnt auch gerne Wünsche, was ihr gerne sehen würdet, in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich immer sehr darüber. Bis zum nächsten Mal.